Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Ja, einen schönen guten Morgen zum Wochenstart. Schauen wir an, wo die besten Tendenzen für die Woche liegen. Welche Themen sind hier begünstigt fürs Kollektiv? Ich bin gespannt. Ui, alle Themen, die Konflikte mit sich bringen. Also es ist eine gute Woche, Konflikte zu lösen, Streitereien beiseite zu legen, für sich einzustehen. Eine gute Woche für Glück, kürzere Wege, Minimalisieren von irgendwelchen Dingen, die Konflikte mitbringen, aber auch eine gute Woche, sich selbst wieder besser auf Glück auszurichten, gute Gedanken zu haben und unser Unterbewusstsein kennt bereits die Wege, ne? Hier kommt mit Sicherheit etwas, vielleicht auch etwas, wo sich ausbezahlt hat, dass man in der Vergangenheit für sich eingestanden hat. Das Gefühl, dass man sich sicher ist, so wie alles ist. Und es ist so eine Energie, die Klarheit bringt. Also die Unklarheiten liegen in der Vergangenheit. Und da können sie auch bleiben. Ja, wo man im Nebel stand, gehen die neuen Türen auf. Und ich habe so ein bisschen emotionale Erfolge, ne? Hier ist etwas, wo man emotional sehr wankend, schwankend mit sich im Konflikt unterwegs war, das jetzt hier Erfolg bringt, aber es sind auch alle seelischen Themen dabei. Das Gefühl von, ein Ding klärt sich so, dass ich mich gut damit fühle. Es kann auch ein emotionaler Konflikt in einem selber sein, so ein bisschen eine Zerreißprobe auch. Eine gute Woche für neue Wege, für neue Möglichkeiten. Vielleicht kriegt man auch über die Träume irgendeine Botschaft geliefert, die man so jetzt noch nicht angedacht hat. Ist vielleicht auch ein Ausweg zu sehen, es entstehen Möglichkeiten. Ich glaube, es geht auch darum, dass man emotional anders reagieren kann. Den eigenen Gefühlen vertrauen. Zweifel beiseite lassen, bei sich selbst zu bleiben. Hier liegen die Sachen, die nicht stimmig sind, mehr im Umfeld. Eine Sache beseitigen, die Zweifel mitgebracht hat. Einen Weg korrigieren, der sich nicht mehr gut anfühlt. Einen Neubeginn wagen, eine Kinderthematik, eine innere Kindthematik auf einen anderen Weg bringen. Da geht es jetzt mal gar nicht so viel um Liebe, Beruf oder irgendetwas, was mit Geld zu tun hat, sondern es geht darum, mit sich selbst zufrieden zu sein, Harmonie zu kriegen, Klarheit in die Dinge zu kriegen, die mit uns selber etwas machen. Hier sind gute Nachrichten, gute Gespräche, klärende Gespräche, auch gerade wenn ihr so auf irgendwelche Nachrichten wartet oder Dokumente oder Briefe. Wichtig ist hier auch die Kommunikation. Ein Familienthema, das in uns brodelt, beenden. Neue Wege finden, die emotional erleichtern, würde ich sagen. Und das wieder zurückkehren zu seiner eigenen Intuition, zu dem, was man von sich, für sich im Leben wünscht.
Yes, die Selbstermächtigung. Hier geht es auch darum, wieder zu seiner eigenen Kraft zurückzukommen, diese Kraft zu leben und sich dabei sicher zu fühlen. Man ist bereit. Hier ist die Karte auf die Plätze, fertig, los. Also gute Augenblicke, um etwas umzusetzen, anzufangen, zu gucken, wo möchte ich hin, wo stehe ich mir selbst im Weg. Aber wir haben hier den Schlüssel dabei. Ich vermute, dass wir da, wo wir vorher unschlüssig waren, einfach das Gefühl kriegen, es ist gut so, wie ich mich entscheide. Es ist gut so, etwas so zu handhaben. Wir haben den hilfreichen Menschen. Also hier kann sein, dass man Kontakte hat, vielleicht auch nur Gespräche, die weiterbringen, die unterstützend sind, wo man das Gefühl hat, man macht etwas zusammen, man steht füreinander ein. Und man lässt irgendetwas zurück. Und das, was man hier zurücklässt, ist wunderbar. Das ist nämlich ein Konflikt, der keinen Platz mehr hat. Der Schuh passt irgendwie nicht mehr und es ist Zeit, ihn abzulegen. Das ist so die Botschaft für die Woche. Was sagen die Vögelchen noch dazu? Ui. Der Pirol. Hier kann sein, hier ist ja in der Mitte der Konflikt, dass man sich hektisch fühlt oder nervös oder dass Diskussionen gibt, die uns aufwühlen. Das gehört hier zu diesem Prozess dazu. Wir haben hier viele Gespräche und wir haben den Dompfaff, der sagt hier, ich komme, um dich auf deine Anfälligkeiten hinzuweisen. Hier sind Übergänge im Leben, also hier ist Zeit zum Weitergehen. Hier lässt man etwas hinter sich und beginnt neu. Und man darf dieses Neue mit Achtsamkeit begutachten. Ui. Engel haben wir 2. Hier darf man das Lachen nicht vergessen in dieser Woche. Heiter vergnügt sein, die positiven Dinge betrachten. Ausgeglichenheit und wir haben den Engel der Zufriedenheit. Also hier wird sich etwas so zeigen, dass man nachher diesen inneren Frieden hat, dass man sich ausgeglichen fühlt, dass man spürt, dass man nicht erschüttert mehr weitergeht, sondern ja, in einem guten Zustand der Balance. Eine gute Woche, um Zukunftspläne zu schmieden und ein gewisses Schubladendenken mal weglassen kann. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis morgen.